Schönheitscreme. Also ich wusste gar nicht, dass es so viel davon gibt. Und was da alles drin ist, Kollagen, Peptide und hier sogar Cannabidiol, ja, das soll auch bei mir wirken. Ach, reden wir über was, mit dem ich mich auskenne. Ich bin heute bei der Barbour Beauty Group. Das ist eines der erfolgreichsten Kosmetikunternehmen in Deutschland. Ja, und die sind richtig auf Wachstumskurs. Die haben ihren Umsatz in den letzten 5 Jahren verdoppelt. Und die wollen in Zukunft richtig durchstarten. Die wollen nicht nur wachsen, die wollen auch bis 2025 die Hälfte des CO2 reduzieren. Das ist ganz schön ambitioniert. Wachsen und gleichzeitig CO2 reduzieren. Barbour ist in 3. Generation familiengeführt und neben mir steht Isabel Bonacker. Da hat der Großvater das Unternehmen mit aufgebaut. Wie funktioniert das? Wachsen und CO2 einsparen. Also ich denke, zunächst mal braucht es da einfach den Willen, das zu tun. Wir sind ja Familienunternehmen und da denken wir langfristig und in Generationen. Und insofern ist eigentlich das im wahrsten Sinne des Wortes nachhaltige Wirtschaften ja eigentlich auch Teil unseres Selbstverständnisses. Barbour gibt es seit 65 Jahren. Wir sind gestartet als biomedizinische Naturkosmetik. Das war damals keine Begriffe, die en vogue waren. Und da war Barbour wirklich seiner Zeit voraus. Und seit dieser Zeit ist eigentlich der, sagen wir mal, wertschätzende Umgang mit der Natur Teil unseres Selbstverständnisses. Und das eigentlich zu einem Zeitpunkt, wo Nachhaltigkeit noch gar nicht so genannt wurde. Und diese Vorreiterrolle wollen wir auch in der 3. Generation weiter einnehmen. Und dann haben wir uns eben zum Thema Nachhaltigkeit auch mal zusammengesetzt und überlegt, was können wir da eigentlich noch besser machen. Ja, das hört sich ja schon mal gut an, aber was habt ihr jetzt anders gemacht? Also wir haben zunächst mal jede Menge Daten gesammelt. Denn ich muss ja erst mal wissen, wo ich wie viel CO2 überhaupt emittiere. Und da haben wir ein paar KPIs zu definiert und haben nach einem wissenschaftlichen Standard, dem Greenhouse Gas Protocol, unseren Corporate Carbon Footprint genau berechnet. Und da fließt wirklich ein von A wie Antwort der Mitarbeiter bis hin zu Z wie die Zulieferer. Und auf der Basis dieses Ausgangswertes haben wir uns in unserer Green Agenda ein Ziel gesetzt, nämlich unsere CO2-Emissionen bis 2025 um 50% zu reduzieren. Über ein Dashboard, das uns tagesaktuell zeigt, wie unsere CO2-Emissionen sind. Da haben wir übrigens einen schönen Preis für gewonnen vom VCI, den Nachhaltigkeitspreis Mittelstand. Das zeigt uns ganz genau, wo wir etwas verbrauchen und auch welche Einsparpotenziale es gibt. Welche Maßnahmen habt ihr denn da? Also ganz wichtig, deswegen stehen wir auch hier an der Schranke. Die Schranke zeigt uns ganz genau, welche Mitarbeiter mit dem Auto zum Beispiel zum Arbeitsplatz kommen. Wir haben Mobilitätskonzepte. Man kann zum Beispiel bei uns sein E-Auto kostenfrei aufladen mit E-Strom, natürlich Ökostrom. Wir arbeiten an einer grünen Fahrzeugflotte. Wir fördern den ÖPNV und Fahrgemeinschaften und natürlich ganz klassisch auch das Fahrrad. Wenn die Mitarbeiter jetzt durch die Schranke durchfahren, aufgezeichnet werden, finden die das denn so gut? Ja, also wir tracken ja niemanden persönlich. Und ganz im Gegenteil, unsere Mitarbeiter, die finden das schon gut, was wir machen im Bereich Nachhaltigkeit bei Barbour. Und die wollen auch gerne in Prozesse und Ideen da einbezogen werden. Verpackungen von Kosmetikprodukten sind ja sehr oft aufwendig, schick und edel hergestellt. Steht das nicht im Widerspruch zur Nachhaltigkeit? Ja, das ist schon ein Thema, aber die Verpackung, die gehört nun mal zum Kauferlebnis. Und wir haben uns trotzdem vorgenommen, im zweiten Teil unserer Green Agenda, dass wir den Anteil von neuem, also frisch produziertem Plastik um 30% reduzieren bis 2023 und gleichzeitig auch die Recyclingfähigkeit unserer Packmittel auf 80% zu steigern. Im Moment liegen wir so bei 72-73%. Und dazu gehört eben auch im Produktentwicklungsprozess, dass wir ein Packmittel nicht nur aussuchen nach der Optik, sondern auch danach, ob die Sortieranlage im Recyclinghof die eigentlich detektieren kann und dem Recycling zuführen kann. Wo geht's denn für euch in Zukunft hin? Wir bauen gerade an unserem neuen Produktions- und Logistikstandort im Barbour Beauty Cluster, ganz in der Nähe von Aachen. Und da haben wir uns ganz viel vorgenommen in Sachen Nachhaltigkeit. Wir bauen hier die nachhaltigste Kosmetikfabrik der Welt. Die Gebäudeteile schon, die werden Energieeffizienzstandard 40 haben. Das kennst du vielleicht aus dem privaten Wohnungsbau von diesen Niedrigenergiehäusern. Und wir möchten auch, dass das BBC langfristig ohne fossile Brennstoffe auskommt. Und deswegen kommen hier zum Einsatz eine Photovoltaikanlage auf dem Dach. Wir haben Wärmepumpen geplant und Wärmerückgewinnung. Und wir schauen uns gerade auch das Thema grüner Wasserstoff an. Ja, das ist ein Rieseninvest, das größte Invest in unserer Firmengeschichte. Aber
ganz wichtig für uns, um unsere Nachhaltigkeitsziele zu erreichen in der Green Agenda und auch darüber hinaus. Und ich bringe dann noch eine Ladesäule für hier mit. Genau, die ist nur im Bild nicht drin, aber du kannst sicher sein, die wird gebaut. Thema Nachhaltigkeit und Grün. Ich will jetzt vermeiden, Grün und Waschen in einen Zusammenhang zu bringen. Wie geht ihr denn damit um? Ja, das ist natürlich ein total sensibles Thema, weil das möchte sich keiner diesem Vorwurf aussetzen, der ernsthaft im Bereich Nachhaltigkeit unterwegs ist. Wir setzen da eigentlich auf Transparenz, also wir kommunizieren, dass wir noch nicht perfekt sind, aber dass wir uns ernsthaft darum bemühen und dass wir auf dem Weg sind. Für den Bereich CO2, hatte ich ja schon gesagt, haben wir das ja entwickelt nach einem internationalen Standard und haben da auch unsere KPIs. Ja, und am Ende werden die ja auch überprüft von Partnern wie Climate Partners, aber auch von unserem Partner Deutsche Bank. Die Deutsche Bank hat ja tatsächlich für das Barbour Beauty Cluster, unseren neuen Produktionsstandort, uns einen Kredit gewährt und der ist an die Erreichung von Nachhaltigkeitszielen gekoppelt. Ist es denn nicht anstrengend, andauernd überwacht zu werden? Nein, das finden wir jetzt nicht so schlimm. Das machen wir ja auch selber und auch für uns. Und das machen wir auch aus Überzeugung und freuen uns dann, wenn die Ergebnisse auch uns weiterführen auf diesem Weg. Und wir machen das am Ende auch für unsere Kundinnen und Kunden, denn auch die haben ja ihre Wünsche und Anforderungen an Nachhaltigkeit und an Transparenz. Denn am Ende kommt einem ja nichts so nah wie die Creme auf der Haut. Ich freue mich, dass wir da schon gut unterwegs sind, dass wir wissen, wo wir ansetzen müssen, denn es muss noch ganz, ganz viel passieren und das werden wir machen. Beeindruckend, was Barbour alles macht. Wie erfasst ihr denn euren CO2-Fußabdruck und wo spart ihr CO2 ein? Schreibt es mal in die Kommentare.